Wir sind Tea Addicts, das ist Stefan. Moin moin, hallo. Mein Name ist Jürgen und diese Kiste, hinter der ich mich hier verstecke, die kommt aus Taiwan. Und da ist, dreimal dürft ihr raten, Tee drin. Ja. Was für Tee? Das ist der neue Oolong. Ich pack den mal aus, ne? Ja, genau, du packst versuch das aus aufzumachen. und ich erzähle ein bisschen was, also der sollte eigentlich gar nicht hier sein. Das klingt wieder nach einer witzigen, bahnbrechenden Tierix-Geschichte. Ist es auch irgendwie. Also ich habe diesen Tee, wir haben diesen Tee bestellt in Taiwan. Das war ungefähr vor einem Monat ungefähr, 1,5 Monaten. Und dann sagten die, wir können den Tee nicht schicken, weil keine Flieger gehen. Also wir sind in einer ganz besonderen Zeit gerade und es gab keine Frachtflieger. Und dann meinte ich, ja gut, wie machen wir es jetzt? Entweder geht der Tee bei denen ins Lager und wir warten einfach, bis es wieder einen Frachtflieger gibt. Oder der Tee wird in kleine Päckchen gepackt und dann nach und nach irgendwie hierher geschickt, sodass wir schon mal irgendwie was haben und dann mal gucken, wie sich das mit der Zeit entwickelt. Und wir hatten eigentlich vereinbart, ne, da haben wir noch vor 2 Wochen noch drüber gesprochen, dass der Tee bei denen erstmal im Lager bei dem erstmal im Lager bleibt und dann erstmal im Lager bleibt und dann, wenn eine Lufthansa, DHL wieder ein Flieger unterwegs ist, dass er dann geschickt wird. Und dann, ich hatte jetzt vorsorglich dann die Adresse da auf Boje, also auf die Bojewiese rübergelegt und dann kam irgendwann mal ein Paps und meinte, du, Digga, da ist ein, nee, Digga hat er jetzt nicht gesagt. Da ist ein Paket, das ist ordentlich schwer und ich will das nicht tragen. Und dann, was ist das denn? Und dann war es eben dieses Paket. Und jetzt ist der neue Oolong da. Ja. Straight von Taiwan. Ja, Milky. Milky. Also wir sprechen hier über den Kultivar Jingxun. Und der ist, wenn man den richtig geil nochmal nachröstet, bekannt als Milky Oolong. Und ja, das ist ein Jingxun. Ne? Also im Geruch ist auf jeden Fall schon mal irgendwie was Cremiges, so was Sahniges drin, aber nicht... Der erste Eindruck ist gut. Ja, genau. Nicht was? Yes. Es ist nicht dieses hammerheftige, also nicht dieses Sample, Es riecht nicht nach künstlichen Aromastoffen. Genau. Ja. Es gibt jetzt dieses andere Milky Oolong. Das andere Milky Oolong ist eher Chemie als Tee. Ne? Also da geht es um dieses Ding, was mit Zauberei und Milchpulver irgendwie verbacken wird. Das ist es hier nicht. Aber ja, ich bin da, ich habe, auch wenn der Vergleich immer so hart ist, aber ich bin da immer beim Earl Grey, weil das kennen halt auch viele. Und wenn der so super intensiv riecht, dann ist es halt auch so ein, bei mir ist die Assoziation dann immer mehr Seife und weniger Tee und das mag ich überhaupt nicht. Ja. Und wenn der halt so ein leichtes Bergamottaroma hat, dann finde ich das ganz geil eigentlich. Aber das ist ja quasi, ja, eigentlich passt das auch nicht, weil ein Earl Grey ist halt aromatisiert und hier ist halt gar keine Aromatisierung. Es ist eine reine Röstvariante. Also der sieht solide aus. Lass ihn mal aufgießen. Ja. Schmeiß mal was rein da. Willst du wiegen? Oder? Nö. Gut, ich mache jetzt hier einfach mal hier so eine 3 Gramm oder was? 3,5. Und ich hätte gern hier bei mir im Bowl was. Ja. Sieht irgendwie geil aus. Ja. Diese Silberbarren, wie sie da. War jetzt auch gerade so ein bisschen irritiert, dass mir das so auf die Füße gefallen ist. Und dann fiel es mir ein, ach ja, der ist ja so vakuumiert. Ja. Das sind so Aromapack. schöne silberige Barren irgendwie. Ich muss irgendwie an irgendwie. Das sieht super aus. Nicht. Das ist so ein Panzerknacker irgendwo anders. Ja, irgendwie ist das es hat so eine Haptik auch nochmal so speziell, ne? Es macht echt Spaß. Ja. Und das Geräusch, wenn man es aufschneidet. Ja. Dann 2 Minuten oder was? Ich habe jetzt keine Uhr gemacht, ne? Ja, so in etwa. Ja, was kann man zu dem Tee noch sagen? Ja, das werden wir gleich sehen. Highland.
Highland. Der Tee kommt aus Alishan, also aus Alishan Country, aus der Ecke, ist auf jeden Fall über 1000. Wir sprechen hier über ein kleines Familienunternehmen, also wirklich kleines. Das sind 4, 5 Leute so ungefähr. Und ich habe die auch so mehr oder weniger durch Zufall. Also in Taiwan ist alles so ein bisschen kleiner. Die Insel ist auch sehr klein. Und das Land ist auch sehr klein. Also das macht es auch irgendwie sympathisch. Also ich propagiere gerne für Taiwan als Reiseland, weil da irgendwie die Infrastruktur ist geil und man kann halt mit dem Roller an einem Wochenende einmal rumfahren. Ne? Also es ist ungefähr so wie Bayern. So einmal rumfahren und hast ein geiles Wochenende. Ist das so von der Größe her wie Bayern? Ja, also Norden bis Süden sind irgendwie so knappe 400 Kilometer. Okay. Ja, und dann, ne, aber das ist dann die Geografie und dann infrastrukturell, ne, und das fahren so High-Speed-Rails. Die Infrastruktur ist ganz gut da. Das ne? ist super da. Also Taiwan ist echt richtig nice. Und du kannst überall da irgendwie ein Auto oder einen Roller leihen. Das ist sehr westlich und da einmal rumfahren. Und das heißt, du warst auch mit dem Roller unterwegs. Ja, ne? du leihst den Roller und sagst, in die Provinz will ich oder Alishan Country, da will ich hin. Und dann kann man an einem Tag einfach mal so 5 Familienunternehmen abklappern. Ja. Ne, weil die sind Anlagen der Teerouten, gehst du da so längs, das ist so wie, ich sag jetzt einfach mal Burgund oder so, wenn wir jetzt so wieder von so einem Weinding kommen. Und das sind viele kleine und die haben einfach mal 1 Hektar oder so ein Gärtchen hinten. Und dann gehst du da hin, hallo, meistens sitzt irgendwo der Senior irgendwie draußen und trinkt Tee und hat einen Hund da rumfahren und dann so, ja, zeig mir dein Jinchen, ich brauche Jinchen und das geht relativ schnell und das war auch einer von denen. Aber wie war das eigentlich? Sind die dann so von Teeplantage oder Teefamilie zu Familie wirklich auch spezialisiert auf nur eine Variante oder machen die auch verschiedene Sachen? Die haben verschiedene Sachen. Ja. Schon? Ja. Also die haben immer Jinchen, dann haben sie hier, wie heißt dieses Ding? Qingxing Oolong. Qingxing ist Jade, grünes Herz, Jade Heart oder so. Dann Four Seasons, also das ist der andere. Und wie heißt der andere? Das gibt 4 aber schon Fokus große, auf Oolong dann. Ja, die machen nur Oolong und diese 4 großen Kultivare, 4 oder 5 gibt's. Und Jinchen ist der beliebteste. Qingxing, Four Seasons. Wie heißt denn der 4. da noch? Ich weiß es nicht, ich war nicht da. Jade Oolong. Jade hast du schon, oder? Nee, Jade ist. Qingxing ist Green Heart, also grünes Herz heißt es. Qingxing, Sijichun, also 4 Seasons und Jade Oolong. Und das müsste auch ein Muster dabei sein von Qingxing. Und Qingxing ist irgendwie so ein bisschen grünlicher. Ne? Also, noch grüner als der? Nee, vom Geschmack her. Ach so, okay, ja, also nicht dieses Creamy, nicht die genau, Creaminess. Es soll nicht creamy sein, sondern eher so ein bisschen grünlich. Also der hat auf jeden Fall Creaminess, ich finde den super. Hätte ihn jetzt noch länger ziehen lassen können, aber das war jetzt auch alles so ein bisschen Pi mal Daumen. Von der Dosierung her und auch Ziehzeit. Aber das war schon immer bei diesem Tee so ein Credo, da kannst du eigentlich nicht viel falsch machen, so, der ist auch unkaputtbar. Ja, ich trinke den hier jetzt so im Bold Tea Style. Genau. Ne? Also so wie ich Oolong immer trinke. Wie du alle Tees trinkst. Ja, genau. Also ich finde ihn geil. Ich freue mich, dass wir den wieder haben und tatsächlich ist es auch echt so eine Punktlandung gewesen, weil ich habe vorhin gesagt, die letzte Packung steht im Regal, die allerletzte. Und jetzt ist die neue Ernte da. Also besser hätte es eigentlich nicht laufen können. Ja. Schlürf, schlürf. Was sagst du? Ja, das ist geil. Ich würd sagen, dieser Tee ist sowas wie so ein Mercedes. So. Ne, so eine E-Klasse. Ja. Ne? Die bestellst du und dann hast du halt eine E-Klasse. Weißt du, was du hast. Ja, genau. Ne, da keine Experimente. Ne, da gibt es dann andere Oolongs, ja, ich habe hier irgendwie das und das irgendwie gemacht und so und hier eine Zauberei mit eingefügt. Aber das ist einfach ein Creamy Jinchen.
ohne irgendwie, das ist Taiwan Highland von einer kleinen Familie, Ja. so wie es sein soll. Ne? Wir haben auch viele Teetrinker schon eine Vorstellung von diesem Tee. Ja. Und offensichtlich scheint er auch bei den Leuten, die den Tee von uns bestellen, gut anzukommen. Ja. Der läuft nämlich echt gut. Und ist, ich würde sagen, auch so ein Sommertee. Ja. Also das ist für mich so, man hat es jetzt auch gemerkt, über den Winter ist ein bisschen weniger davon getrunken worden. Und jetzt, als es jetzt wärmer wurde, an jeder Bestellung waren Alishan dabei. Ne? Alle wollten Creamy Greenie trinken. Echt? Ja, eigentlich schon. Echt in vielen Bestellungen. Der ging jetzt in den letzten Wochen auch so zack, zack, zack raus. Ich dachte so, wann kommt die neue Ernte? Ja. Also, Ja, also kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ja, das schmeckt auf jeden Fall geil. Und es ist eine solide Nummer. Absolut, absolut. Ja. Also wie so eine E-Klasse Mercedes. Ich hatte noch nie eine. Also, ja, ich kenne jetzt diese Leute, Ich habe schon mal eine Mercedes E-Klasse gesessen. Ja, genau, aber so die Denke von so einem Menschen, der immer eine E-Klasse bestellt. Ja. Immer, Ja. weil sein Papa das schon gemacht hat und dessen Papa. Ja. Und wir, Familie so und so, wir haben ja immer eine E-Klasse. Kombi. Ja. Ne? Weil da weiß man, was man hat. Ja. Man soll ja nicht vergleichen, ne? Ich mache das jetzt trotzdem. Also im Vergleich zu der alten Ernte ist der ein bisschen feiner gerollt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wie der letzte aussah. Da waren die Granulate etwas größer und der ist jetzt wieder ein bisschen kleiner. Also das war so erster Jahrgang. Ich würde sagen, der kommt wieder dem 2018er ein bisschen näher. Und wie sehen die Blätter aus? Auch one leaf, one bud, two leaves, one bud. Ne, das sind zwei. Zwei, ne? Ja. Aber der sieht gut aus. Der schmeckt gut. Perfekt zum Sommeranfang. Vor ein paar Tagen war Sommerbeginn. Ja, ist auch draußen ordentlich zu spüren. Draußen ist schön warm. Nachher kommt das Sommergewitter. Ja. Also ich bin dabei. Ich bin auch dabei. Dann soll ich noch einmal hier so ein Ding hier zeigen. So sieht das aus. Ja. Ja, den kann man ja auch nochmal in die Kamera halten. Einmal hier, so, nebeneinander. Ne? Oh. So ein bisschen. Die Aufregung. Wo kommt das mal her? Ja, ist doch gut. Muss auch was daneben gehen, oder? Ja. Das gehört zum Tee machen dazu, habe ich immer gesagt. Ja. Und wir räumen gleich erstmal hübsch auf. Ja. Also ich räume auf. Du hast ja dir nichts zu Schulden kommen lassen. Und wir bedanken uns fürs Zusehen. Genau. Genießt euren Tee. Bis die Tage. Bald. Ciao, ciao. Ich finde ihn geil.